In diesem Video wollen wir über den neuen internationalen Informationsaustausch zu Kryptoassets sprechen. Wenn du dich davor schützen willst, dann musst du noch in diesem Jahr auswandern. Ich werde dir in diesem Video alle Hintergründe darlegen und dir auch erklären, was dieser automatische Informationsaustausch zum Thema Kryptoassets mit einer geplanten oder möglicherweise geplanten EU-Vermögensteuer zu tun hat. Wir alle kennen ja den automatischen Informationsaustausch, wenn es um internationale Bankkonten geht, der sogenannte OECD-CRS Common Reporting Standard. Es gibt ihn schon seit 2016. Über 100 Länder nehmen daran teil. Wir haben ja schon vielfach hier Videos zu dem Thema gemacht und auch erklärt, in welchen Ländern man Konten eröffnen kann oder in welche Länder man auswandern kann, um von diesem internationalen Informationsaustausch für Bankkonten nicht betroffen zu sein. Ich will kurz nochmal die Funktionsweise dieses OECD-CRS hier zusammenfassen, denn das ist relevant für das weitere Thema, das wir dann in diesem Video besprechen wollen, nämlich der Informationsaustausch über Kryptoassets. Also beim internationalen Informationsaustausch in puncto Bankkonten wird eigentlich ziemlich wenig ausgetauscht. Einmal im Jahr sind hier die Banken verpflichtet, persönliche Daten der ausländischen Kontoinhaber an eine zentrale Stelle in ihrem Land zu übermitteln, welche diese dann an die entsprechende Finanzverwaltung, das Finanzamt im Wohnsitzland des Bankkunden weiterleitet. Details, die hier ausgetauscht werden, sind zum Beispiel Name, Geburtsdatum, Adresse, Steuernummer und hinsichtlich der eigentlichen Kontoinformationen, also der Beträge, der Buchungen auf dem Konto, werden eigentlich nur Salden ausgetauscht. Und zwar insgesamt 4 Salden. Wie viel Geld ist im vergangenen Jahr auf das Konto eingegangen? Wie viel ist im vergangenen Jahr vom Konto weggeflossen? Wie viel ist seit Kontoeröffnung auf das Konto geflossen? Wie viel ist seit Kontoeröffnung von dem Konto wieder abgeflossen? Also letztlich nur 4 Beträge, die hier übermittelt werden. Wenn dann die Finanzbehörde des Wohnsitzlandes des Betroffenen feststellt, dass da irgendwas nicht stimmt, kann sie dann hier eine detaillierte Anfrage stellen über die Finanzbehörde des Banklandes und dann weitere Informationen von dem Konto abfragen. Also, wie gesagt, das ist der Common Reporting Standard, den die OECD hier aufgelegt hat, schon 2016. Hier findet ein Austausch statt zwischen über 100 Ländern. Dieser Austausch ist extrem effizient und wirksam. Er ist mittlerweile heutzutage der Nummer 1 Weg, gerade für deutsche Steuerbehörden, um hier Steuersünder im Ausland zu entlarven. Also wie gesagt, der Informationsaustausch funktioniert und ist sehr effektiv. Natürlich nehmen viele Länder nicht daran teil, insbesondere Länder, die noch nicht so ganz entwickelt sind. Wir sprechen ja hier vielfach von den Philippinen oder auch von Serbien. Thailand nimmt erst seit kurzer Zeit daran teil und ganz wichtig, die USA haben noch nie mitgemacht beim automatischen Informationsaustausch, denn sie haben ihren eigenen Informationsaustausch FATCA. Hier geht es um die Daten von US-Bürgern. Viele wissen nicht, dass die USA aber im Rahmen von FATCA zum Beispiel auch mit Deutschland Daten austauschen. Wenn du als Deutscher in den USA ein Konto hast, zum Beispiel mit Angabe deiner deutschen Adresse, deiner deutschen Steuernummer, dann werden hier Daten nach Deutschland geschickt zu dem, was auf dem Konto in den USA passiert. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist die Begründung? Warum hat man hier ein solches System eingeführt? Nun, grundsätzlich sind hier mehrere Dinge, die berücksichtigt werden sollen, die hier immer von den Staaten hochgehalten werden. Zum einen natürlich die Förderung der Steuerehrlichkeit, die Vermeidung von Steuerbetrug, von Steuerhinterziehung. Und dann sagen die Staaten ja immer auch, man will hier die Geldwäsche verhindern und man will Terrorismusfinanzierung verhindern und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen alles Dinge, hehre Ziele, die man aus Sicht der Staaten verstehen kann und die man ja, so sollte man glauben, auch unterstützen sollte. Ob das wirklich die Intention der Staaten ist oder ob vielleicht etwas anderes dahinter steht, was die Staaten mit dem OECD-CRS erreichen wollen, damit wollen wir uns später in diesem Video noch weiter befassen. Also, soweit der OECD-CRS.
gibt es seit 2016. Olle Kamellen, kann man schon fast sagen. Ich würde übrigens nicht unbedingt dazu raten, jetzt in ein bestimmtes Land umzuziehen, wo es kein OECD-CRS gibt. Vielfach muss man sich einfach damit arrangieren, damit man sich hier in der modernen Welt bewegen kann. Also Vermeidung um jeden Preis, gegen den Strom zu schwimmen, um jeden Preis. Das wird vielfach nicht funktionieren. Der beste Schutz meiner Meinung nach ist, in ein Land umzuziehen, wo man sowieso keine Steuern bezahlen muss oder nur sehr geringe Steuern bezahlen muss. Dann läuft der Informationsaustausch ja ins Leere. Nehmen wir einmal an, du wohnst in Dubai und hast jetzt zig Konten in der Schweiz und im Ausland. Dann können ja die Schweizer Banken ruhig Informationen nach Dubai schicken, was du da so alles auf den Schweizer Konten treibst. Kann dir ja schnurzegal sein, ist auch der Steuerverwaltung in Dubai schnurzegal, denn dort werden ja keine Einkommensteuern erhoben. Also um sich letztlich hier vor dem bestehenden Informationsaustausch zu schützen in Anführungszeichen, wirklich schützen kann man sich in der Regel nicht, man kann ihn nicht vermeiden, ist das Einfachste, wie gesagt, in ein Land umzuziehen, wo man sowieso keine Steuern oder fast keine Steuern zahlen muss, dann ist das Ganze ein zahnloser Tiger. Seit der Einführung des internationalen Informationsaustausches 2016 hat sich die Welt stark verändert. Seitdem ist natürlich Krypto hier richtig groß geworden, richtig wichtig geworden. Sehr viel Vermögen, sehr viel Geld wird mittlerweile in Form von Kryptoassets gehalten. Kein Wunder also, dass man schon ziemlich früh angefangen hat, nämlich Anfang der 2020er Jahre, sich hier über einen Informationsaustausch rund um das Thema Kryptoassets Gedanken zu machen. Und da wurde dann geboren CARF, also C-A-R-F, Crypto Asset Reporting Framework. Auch wiederum ein sehr sperriger Begriff, CARF, ein Projekt der OECD, und im Grunde genommen soll dieses CARF hier der internationale automatische Informationsaustausch sein für Kryptoassets, also vergleichbar mit dem, was es im Rahmen des vorher diskutierten OECD-CRS auch schon für Bankkonten gibt. In der Europäischen Union wird CARF implementiert unter dem Namen DAC8. Also wenn du das Wort DAC8 hörst, diese Richtlinie der Europäischen Union, damit ist der automatische Informationsaustausch für Kryptoassets gemeint. DAC8 ist die EU-Variante von CARF. Du hast ja sicherlich schon mitbekommen, dass in den letzten Jahren, gerade in diesem Jahr 2025 und auch im nächsten Jahr übrigens wird noch mehr dazu kommen, die Regulierung rund um Kryptowährungen immer weiter angezogen werden innerhalb der Europäischen Union. Hier gibt es ja mittlerweile zum Beispiel die Travel Rule und MiCA, wo jetzt hier die Kryptodienstleistungsunternehmen, zum Beispiel Krypto-Exchanges, sehr genau Informationen dazu sammeln müssen, wo hier zum Beispiel die Kryptoassets kommen, die du hier an jemand anders schickst, die du umtauschst. Wer ist der Empfänger? Was ist die Source of Funds? Woher kommt das Geld? Etc. pp. Du wirst es sicherlich selbst gemerkt haben, wenn du mit Crypto-Exchanges operierst, dass sie dich auf einmal nach einer Historie fragen. Beweis doch mal, dass du diese Kryptos legal erworben hast. Zeig uns mal das Paperwork. Und wenn du jetzt hier Assets schon besonders lange hast im Kryptobereich, dann kann das möglicherweise schwierig sein. Also, das heißt, hier ist ohnehin schon relativ viel passiert und CARF setzt jetzt darauf direkt auf. CARF wird im Prinzip genauso funktionieren wie der OECD-CRS, also vom zeitlichen Ablauf. Das heißt, einmal im Jahr hier werden die Kryptodienstleister aufgefordert sein, die Daten ausländischer Konten für das letzte Kalenderjahr an eine zentrale Stelle zu schicken. Diese zentrale Stelle verteilt es dann an die entsprechenden Wohnsitzländer der Investoren, vorausgesetzt natürlich, diese Länder nehmen am automatischen Informationsaustausch CARF teil. Also nehmen wir mal an, der Exchange findet statt und das wird der erste Exchange sein im Juli 2027. Dann sind hier Daten drin enthalten ab dem 1. Januar 2026 bis einschließlich 31. Dezember 2026. So, und daran merkst du nun schon, wenn du den CARF ganz vermeiden willst, wenn du also nicht willst, dass deine Assets hier erfasst werden, dann darfst du am 01.01.2026 nicht im Einflussbereich des CARF leben. Dann musst du also in einem Land leben, in welchem kein CARF hier durchgeführt wird. Die Länder schauen wir uns natürlich gleich mal an. Hier hast du also noch Zeit bis zum 31.12.2025 auszuwandern. Wenn du in einem CARF-Land wohnst, am 01.01.2026 werden deine Kryptoassets erfasst
und dann das erste Mal 2027 hier mit dem damaligen Heimatfinanzamt ausgetauscht werden. Also nehmen wir mal an, du wohnst in Deutschland und du wohnst am 01.01.2026 in Deutschland, dann werden zu diesem Zeitpunkt deine Kryptoassets erfasst und werden dann im Jahre 2027 rückwirkend für das Jahr 2026 an die deutschen Finanzämter übermittelt. Die Vorbereitungsarbeiten dafür laufen jetzt, also 2025. Hier implementiert man alles. Hier werden nun natürlich auch dann Informationen abgefragt der Kontoinhaber. Das heißt, du hast ja sicherlich gesehen, da wird es um Steuernummern gehen, Adressnachweise etc. pp., dass hier genau etabliert wird, wo derjenige wohnt, wo er steuerpflichtig ist. Bevor ich zu den Ländern komme, die jetzt hier tatsächlich Daten austauschen, ist es noch extrem wichtig für dich zu verstehen, dass der CARF grundsätzlich anders funktioniert als der OECD-CRS. Beim CARF werden nämlich nicht nur Salden ausgetauscht, wie wir es vorhin ja beim OECD-CRS betrachtet haben, sondern jede einzelne Transaktion. Also im Grunde genommen werden hier Kontoauszüge zu deinem Crypto-Wallet oder zu deinem Account bei einem Exchange entsprechend an dein Finanzamt direkt geliefert. Nicht in Echtzeit, ja, also nach wie vor versetzt. Ungefähr ein Jahr versetzt, also im Juli findet der Austausch statt für das vergangene Jahr. Aber es werden nicht mehr nur Salden übermittelt, sondern alles, was auf deinem Account passiert ist, mit allen Details, mit allem, was man weiß, natürlich und alles auch, was jetzt im Rahmen von MiCA und der Travel Rule hier etabliert wurde. Deswegen sind diese Gesetzespakete natürlich auch vorgeschaltet worden. Also Informationen zu den Empfängern, Informationen zu den Quellen etc. pp. Alles wird hier detailliert an die Finanzbehörden übermittelt. Musst du dich davor fürchten? Nein, natürlich nicht, denn du zahlst ja ordentlich deine Steuern. Also deswegen muss man sich hier, wie auch beim OECD-CRS, eigentlich keine Sorgen machen. Wir wissen ja, dass unsere Zuschauer, dass unsere Zuhörer steuerehrlich sind, aber hier geht es ja auch um etwas ganz anderes. Denn will man wirklich, dass hier der Staat so viele Informationen hat? Will man wirklich den Staat wissen lassen, was man hier alles im Ausland hat? Natürlich möchte man dem Staat das geben, was man ihm geben muss. Also man möchte ihm sagen, zum Beispiel, hier hatte ich Verkäufe getätigt unter einem Jahr Haltefrist, also muss ich dafür Steuern bezahlen. Das gebe ich also in der Steuererklärung an. Aber deswegen muss ich natürlich nicht alle meine Kryptopositionen, wenigstens momentan, dem Finanzamt melden, sondern nur diejenigen, die relevant sind im Rahmen eines Verkaufes. Halte ich aber zum Beispiel Währungen, die ich jetzt nicht verkaufe, die ich nicht bewege, mal angenommen, ich habe Bitcoin und will die einfach halten, will nichts machen, dann muss ich die ja momentan nicht den Behörden melden. Aber mit CARF wird eben alles gemeldet. Dein gesamtes Vermögen kommt hier eben bei deinem Finanzamt an und das jedes Jahr. Und da machen sich natürlich viele ihre Sorgen und das auch aus gutem Grund, denn wir wissen ja, welche Gelüste hier bei Politikern entstehen. Wir haben ja Friedrich Merz reden hören oder wir haben auch Lagarde reden hören oder wir haben auch die EU-Kommissarin Albuquerque reden hören, wo man hier spricht von dem Vermögen, das EU-Bürger hier angespart haben. Und wäre es nicht wunderschön, wenn man hier dieses Vermögen mobilisieren könnte? Wäre es nicht noch schöner, wenn man auch wüsste, was hier noch an Kryptoassets vorhanden ist, um hier möglicherweise auch die Kryptoassets zu mobilisieren, zum Beispiel für Rüstungsprojekte oder Infrastrukturprojekte oder Staatsanleihen oder Zwangsanleihen oder was auch immer, was hier eben in der EU beziehungsweise den EU-Ländern geplant wird. Dass das absolut keine Fiktion ist, sondern dass das sehr reale Sorgen sind, die du dir da machen musst, das kannst du letztlich der Diskussion rund um die sogenannte Reichensteuer hier entnehmen. Du kannst dich vielleicht erinnern, die OECD hat hier unter der Präsidentschaft von Brasilien mehrere Vorschläge gemacht, eine solche Reichensteuer zu etablieren. Man hat hier den verrückten Professor Gabriel Zuckmann in Frankreich angeheuert, der auch so ein Steuerfaschist wie Piketty, die ja hier zusammen gerne am liebsten die Leistungsträger enteignen wollen mit komplett falschen Daten, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Man hat ihn angeheuert, man hat ihn dafür bezahlt letztlich und auch seinen Think Tank, um hier einen Vorschlag zu machen. Und dieser Vorschlag hier, wenn es um die Reichensteuer geht, der sagt ganz klar, wir wollen Informationen nutzen, die es aus dem automatischen Informationsaustausch OECD-CRS gibt, um hier die Erhebung einer solchen Steuer zu planen.
Ich will dir das eben hier mal kurz zeigen. Hier ist der Report, den Gabriel Zuckman vorbereitet hat, A Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra High Net Worth Individuals, commissioned by the Brazilian G20 Presidency. Also, Brasilien war hier Präsident der G20, sorry, nicht der OECD, wie ich vorhin gesagt habe, und man hat hier diese Studie in Auftrag gegeben. Gabriel Zuckman 2024. Also hier soll es ja angeblich um eine Reichensteuer gehen, die nur die Superreichen betrifft, Jeff Bezos und solche Leute. Ob das wirklich stimmt, wer weiß, kann man sich kaum vorstellen. Die Beträge lassen sich ja dann ganz einfach nach unten korrigieren, wenn das Ganze mal läuft. In diesem Dokument, und das macht Zuckman häufig, wird hier ausführlich über den automatischen Informationsaustausch gesprochen. Dazu gehen wir jetzt einmal auf Seite 34. Ich werde natürlich auch das Dokument verlinken. Hier Seite 35 auf dem Report. Improving the effective taxation of ultra high net worth individuals requires improving international information exchange. The common reporting standard should be extended to include real estate and non-financial assets. This would work best if combined with improved reporting on the ownership of shell companies, which are often used as nominal owners for luxury real estate. There's a growing support at the G20 level and beyond for including real estate in the automatic information exchange of bank information. Other assets such as cryptocurrency also need to be incorporated into the CRS. The increase in market valuation for cryptocurrencies has raised questions over risk of tax evasion, prompting the OECD to develop reporting standards called CARF Crypto Asset Reporting Framework. So, hier haben wir es genau. Hier siehst du, dass hier vom automatischen Informationsaustausch nach OECD-CRS gesprochen wird. Hier wird sogar vorgeschlagen, dass man jetzt auch Immobilien in diesen automatischen Informationsaustausch, der bereits besteht, hier inkludiert. Und natürlich wird hier auch vom CARF gesprochen. Das heißt, du kannst sehen, dass es hier nicht nur um Terrorismusbekämpfung geht oder die Bekämpfung einfacher Steuerhinterziehung. Also jetzt hier meine Einkünfte der Steuerbehörde nicht zu melden. Das meine ich mit einfacher Steuerhinterziehung. Es geht ganz klar darum, bei diesen Regelwerken hier eine Datengrundlage zu schaffen, um hier neue Steuern, wie zum Beispiel eine Vermögensteuer, zu erheben. So, und das ist ja das ganze Problem dabei. Das heißt also, dass hier unsere Politiker im Grunde eine Sache erzählen, aber etwas meinen. Und da passt es ja auch ins Bild, und dazu hatten wir schon ein Video gemacht, dass die EU bzw. die EU-Kommission an der Implementierung einer EU-weiten Vermögensteuer arbeitet, beziehungsweise das ist der falsche Begriff, das sollte ich so nicht sagen. Man schaut sich hier Optionen an, man hat hier eine geheime Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das kam ja im Mai 2025 raus, dass man an einer solchen Machbarkeitsstudie schon seit Dezember 2024 arbeitet. Natürlich, man muss es ganz klar sagen, nichts davon ist beschlossen, nichts davon gibt es tatsächlich schon. Es sind ja auch die einzelnen Länder in der EU, die hier solche Gesetzesmaßnahmen beschließen. Die EU an sich kann keine Steuern hier erheben, aber du kannst an diesen Aussagen und an diesen Maßnahmen die Denkweise der EU-Politiker und natürlich auch Politiker in allen Ländern, denn die G20 und die OECD sind ja international, nicht nur EU, tatsächlich erkennen. Und das ist eben der Grund, warum man für solche Maßnahmen wie dem automatischen Informationsaustausch oder auch dem CARF hier Bedenken haben sollte. Es geht eben nicht darum, dass jeder seine Steuern abführt. Das ist ja auch in Ordnung. Der Staat braucht auch Geld, um vieles zu finanzieren. Aber es geht eben wirklich darum, hat man das Gefühl, dass der Staat hier Instrumente schafft, um uns zu einem späteren Zeitpunkt hier tatsächlich ans Vermögen zu gehen. Ich packe dir den Link zu dem Zuckman-Dokument und auch noch einem anderen Zuckman-Report hier in die Beschreibung dieses Videos mit rein. Da kannst du dir das mal anschauen. Da ist man also sehr weit fortgeschritten, auch wenn jetzt momentan diese Einführung einer Vermögenssteuer auf OECD-Basis erstmal auf Eis liegt. Wie gesagt, die EU arbeitet an einer geheimen Machbarkeitsstudie zu einer Vermögensteuer in der EU. Da wird auch ganz deutlich klar gemacht, dass es hier um die Besteuerung von Vermögen von EU-Bürgern in der EU und außerhalb der EU geht. Also das heißt von EU-Bürgern, die außerhalb der EU wohnen. Es ist also nicht klar, ob es hier möglicherweise um eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft geht oder nur um in der EU belegenes Vermögen. Das wird sich eben dann noch klarstellen. Aber das sind so die Denkweisen der Politiker und Funktionäre, die da an der Macht sind. Und das ist immer das, was du im Hintergrund haben musst,
wenn du dich letztlich mit solchen Maßnahmen wie dem CARF beschäftigst. Um was geht es hier wirklich? Geht es hier wirklich um Terrorismusbekämpfung? Geht es hier wirklich darum, die Geldwäsche zu bekämpfen? Oder sind das letztlich Kontrollinstrumente, die dazu dienen, dich um dein Vermögen zu bringen? Und Gabriel Zucman und Konsorten wollen genau das erreichen. Auch, wie gesagt, wenn es hier zu diesem Punkt noch keine Beschlusslage gibt. So, nun wollen wir uns aber tatsächlich mit den Ländern befassen, die an CARF teilnehmen. Es sind 67 insgesamt, die sich da schon verpflichtet haben. Ich werde jetzt mal hier eine Webseite zeigen. Es ist die Webseite eines Dienstleisters im Kryptobereich. Ich kenne diesen Dienstleister nicht, ich kann ihn dir nicht empfehlen, aber er hat einen sehr guten Artikel zu diesem Thema geschrieben. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wie gesagt, dieses CARF ist schon seit 2022 im Gespräch und wurde dann eigentlich schon beschlossen. Aber jetzt im Mai 2025 haben sich eben etliche Länder dazu verpflichtet, daran teilzunehmen. 67 insgesamt. Die ganze Liste ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal Länder, und das sind 52, die ab 2027 teilnehmen. Das heißt, die 2027 das erste Mal einen Austausch machen. Die Daten, die dann ausgetauscht werden, sind die Daten von 2026. Daher meine Aussage vorhin: Wenn du nicht willst, dass deine Daten erfasst werden, dann musst du schauen, dass du 2025 in ein Land umziehst, das an diesem Austausch nicht teilnimmt. 2028 werden dann diese Länder hier das erste Mal austauschen, diese 15. Und dann gibt es hier noch einige Länder, die möglicherweise interessiert sind, aber doch nicht teilnehmen werden, zumindest nicht für den Moment. Schauen wir uns erstmal hier die Länder an, die als erstes teilnehmen. Da sind natürlich die üblichen Verdächtigen dabei. Sämtliche EU-Länder, zum Beispiel auch der UK, zum Beispiel auch die Schweiz. Das heißt, diese Länder tauschen tatsächlich aus 2027 die Daten von 2026. 2028 sind dann auch so schöne Steueroasen wie Bahamas, Barbados, British Virgin Islands und so weiter dabei, Hongkong, Costa Rica, Malaysia, alles ja sehr schöne Inseln. Am meisten wird hier vielleicht überraschen, dass die Vereinigten Staaten hier dran teilnehmen, denn die Vereinigten Staaten nehmen ja nicht am OECD-CRS teil, aber an diesem CARF werden auch die USA teilnehmen. Dieses globale Forum, dieses Aufsichtsgremium hat ja einige Länder identifiziert, von denen sie gerne möchten, dass sie daran teilnehmen. Aber diese Länder sperren sich bisher daran teilzunehmen. Argentinien, Australien, El Salvador, Indien, Panama, die Philippinen und Vietnam. Also nochmal, wenn du nicht möchtest, dass deine Daten ausgetauscht werden, dann musst du Ende 2025 in ein Land umgezogen sein, das hier auf dieser Liste nicht enthalten ist. Wir haben jetzt ja hier schon über etliche Länder gesprochen, haben ja auch schon mit euch etliche Länder besucht, die hier in Frage kommen werden. Also zum Beispiel Serbien könnte so ein Land sein, Georgien könnte so ein Land sein, Tansania könnte so ein Land sein, eben Sansibar, Philippinen könnte ein solches Land sein. Also das sind natürlich alles hier Länder, die in Frage kommen würden, wenn man jetzt komplett den Austausch vermeiden möchte. Aber natürlich gibt es auch Länder, die am Austausch teilnehmen, wo dieser ins Leere laufen wird, weil es ohnehin keine Steuern geben wird. Also United Arab Emirates zum Beispiel, ganz klar. Bermuda haben wir hier oben, die Cayman Islands haben wir hier, Bahamas, Barbados, British Virgin Islands und so weiter. Das heißt also, selbst wenn du in einem solchen Land zum Beispiel leben würdest und wenn dieses Land daran teilnimmt, das heißt, wenn dieses Land dann Daten bekommt aus anderen Staaten, wäre das ja komplett egal, weil dort sowieso keine Steuern momentan wenigstens erhoben werden. Das heißt, das ist etwas, worüber du dir jetzt Gedanken machen musst. Also ich rate natürlich niemandem jetzt zur Panik. Ist das alleine ein Grund auszuwandern? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du stark in Krypto investiert bist, wenn du hier die Gesamtgemengelage, wenn du im Grunde genommen sie so siehst, dass sich die Schlinge immer enger zuzieht, dass unsere Freiheiten immer weiter beschränkt werden, dass der Staat immer mehr weiß und dass der Staat irgendwann diese Informationen gegen uns verwenden wird, davon können wir mit Sicherheit ausgehen, dann solltest du dir überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist zu handeln. Das ist ja jetzt nicht die einzige Maßnahme dieser CARF. Wir haben ja da über zig andere Dinge auch schon gesprochen. Denk zum Beispiel an das zentrale Bankenregister, das wird 2029 implementiert. Das ist schon beschlossen. Das gilt jetzt nur für die EU, also nicht OECD-weit, aber das sind im Grunde dann sämtliche
Bankdatentransaktionen auf Kontoauszugslevel verfügbar für Ermittlungsbehörden in der ganzen EU der letzten 5 Jahre. Also ganz ungeheuer, welche Datenmacht hier allen Ermittlungsbehörden in der EU zur Verfügung gestellt wird, aller Bürger. Ja, also Wahnsinn. Und natürlich dann auch die anderen Dinge, über die wir ja schon gesprochen haben. Jetzt die Verschärfung der bestehenden Geldwäscherei-Richtlinien, zum Beispiel ein Bargeldverbot ab einer bestimmten Bargeldhöhe, dass beim Kauf von Wertgegenständen der EU, sei es zum Beispiel jetzt mal Gold oder auch Schmuck, hier letztlich ab einem bestimmten Betrag deine Identität verifiziert werden muss. Und natürlich auch, ob diese Mittel hier legal erworben werden, um den Wertgegenstand zu kaufen. Das kommt auch 2027. Also da gibt es viele Dinge, die ja sowieso schon in der EU beschlossen sind, die jetzt in den nächsten Jahren hier implementiert werden. Die Kryptomaßnahmen, die schon implementiert wurden, haben wir schon besprochen. MiCA Travel Rule und jetzt eben auch noch dieses DAC8 beziehungsweise CAF. Also es geht ganz klar in Richtung Überwachungsstaat. Die Politiker machen sich ganz klar Gedanken dazu, wie sie an das Vermögen der Bürger drankommen, auch wenn es bisher hier noch keine konkreten Maßnahmen gibt in puncto Vermögensteuer. Wissen wir, wie das ist, wenn die Daten erstmal vorhanden sind, um diese Informationen zu sammeln. Wenn die Daten erhoben werden können, dann wird der Staat irgendwann auch hier seine Macht ausnutzen, um diese Daten entsprechend zu nutzen und dann Vermögen zu besteuern. Insbesondere, wenn wir uns überlegen, wie schwierig die finanzielle Situation vieler Staaten und auch der EU in den nächsten Jahren werden wird. Wenn du dich ebenfalls mit dem Gedanken befasst, Deutschland zu verlassen, vielleicht ins Ausland umzuziehen oder einen Plan B im Ausland zu etablieren, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Vielleicht zum Thema Krypto oder vielleicht hast du auch keine Kryptoassets, sondern bist anderweitig investiert. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Themen zu unterstützen, ihnen zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu diversifizieren und vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.